Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich eine neue Idee von mir mit euch teilen, und zwar für ein neues Modell der Kissentasche. Es gibt ja schon das mit den runden Ausschnitten und den Shopper mit Tunnelzug und den schnellsten und einfachsten Shopper, wo die Kissen quasi so bleiben, wie sie sind. Also alle Taschen aus Kissenbezügen genäht. Ich nähe super gern mit Kissenbezügen. Man hat eine überschaubare Menge Stoff, quasi keine Stoffreste, und die Reißverschlüsse, die man abschneidet, kann man eigentlich auch noch weiter verwenden. Die Kissenbezüge sind 50 x 50 cm groß. Davon 2 Stück und 2 mal Gurtband, 3 cm breit und 72 cm lang. Als erstes legst du nun die Kissenbezüge aufeinander, so dass der Boden genau aufeinander liegt. Wichtig ist, dass die Kissenbezüge gleich breit sind. Ob sie gleich hoch sind, ist nicht so wichtig. Man legt einfach den Boden genau aufeinander und schneidet dann anschließend den oberen Teil mit den Reißverschlüssen ab. Möglichst nah am Reißverschluss abschneiden. Die Reißverschlüsse erstmal zur Seite legen. Ich hebe die auf jeden Fall auf. Ich verwende die gerne für meine Schnittmuster Portemonnaie Pepita oder auch Pepi. Dann werden die Kissenbezüge auf links gewendet und die Ecken so aufeinander gelegt, dass man dort unten am Boden einen rechten Winkel hat, und die seitliche Naht halbiert den rechten Winkel. Als nächstes eine Linie zeichnen, die ist 8 cm lang. Eine Nadel stecken zum Fixieren. Und das gleiche an den anderen 3 Ecken wiederholen. Wenn das dann auch am anderen Kissen erledigt ist, wird das dort auf der Linie genäht. Einmal entlang der Linie nähen, Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Als nächstes schneidest du die Ecken ab, ca. 0,5 cm Stoff bleiben stehen. Einer der Kissenbezüge, egal welcher, wird nun wieder gewendet, sodass die rechte Seite außen ist, und dann kommen die beiden Kissenbezüge rechts auf rechts ineinander. Als erstes werden die seitlichen Nähte aufeinander gesteckt, diesmal auf jeden Fall mit einer Stecknadel, und zwar legst du die eine Nahtzugabe, also von dem einen Kissen nach rechts und von dem anderen Kissen nach links, und steckst die Nadel so entlang der Naht, sodass die genau aufeinander liegen bleiben. Dann die Stoffkanten etwas aufeinander stecken. Hier kann man ruhig die Klammern verwenden. Jetzt drehst du die Kissenbezüge so, dass die seitliche Naht vor dir liegt, und fühlst hier nochmal, dass die Seitennähte genau aufeinander liegen, und steckst weiter unten nochmal die Nähte aufeinander. Jetzt brauchst du ein Lineal und einen Stift, und von der Seitennaht aus wird einmal nach rechts und einmal nach links jeweils eine Markierung bei 8 cm gemacht. Dann gehst du entlang der Seitennaht und markierst bei 12 cm mit einem kleinen Strich. Die Markierungen werden jetzt miteinander verbunden mit einer Linie. So hast du quasi einen V gemalt. Genau auf dieser Linie steckst du nun ein paar Nadeln. Am besten so in der Richtung, dass du danach direkt von der einen Seite zur anderen nähen kannst. Genauso machst du das gleich an der anderen Seitennaht. Und wenn dann beides eingezeichnet ist, wird dort entlang genäht. Anfang und Ende der Naht gut verriegeln.
Jetzt werden die Dreiecke ausgeschnitten. Circa einen halben Zentimeter Stoff bleibt neben der Naht stehen. Und in der Spitze ein bisschen in den Stoff einschneiden, aber nicht ganz so nah an die Naht heran, für mehr Stabilität und Sicherheit, dass die Naht nicht aufgeht. Jetzt kurz die Klammern entfernen und eins von den Gurtbändern dazwischen legen. Ganz an die Naht heranschieben und das Gurtband kann ruhig ein bisschen überstehen. Und dann mit den Klammern wieder zusammenstecken. Das gleiche natürlich auf dieser Seite und dann auf der anderen Seite. Auf dieser Seite mache ich die Markierung für eine Wendeöffnung. Die Wendeöffnung ist 12 cm lang. Und dann nähe ich das dort und hier vor und hinter der Wendeöffnung zusammen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann ziehst du die beiden Beutel auseinander und suchst dir die seitlichen Bodennähte. Von dem inneren Kissen legst du nun die seitliche Bodennaht auf das äußere Kissen und steckst das mit ein paar Klammern zusammen. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dann wird das da an den Nahtzugaben aufeinander genäht. Nun auf der rechten Seite von der Naht die beiden Stoffe aufeinander nähen. Jetzt das Ganze durch die Wendeöffnung auf rechts wenden. Wenn alles gut ausgeformt ist und die Nähte ein bisschen ausgestrichen sind, dann geht es ans Bügelbrett und dort erstmal die Nahtzugabe nach innen legen und mit ein paar Nadeln die Wendeöffnung zusammenstecken und dann das Ganze bügeln. Erstmal hier über die Kanten bügeln und gleich noch die Ecken, die eingeschnittenen Ecken bügeln. Zum Schluss nun den ganzen oberen Rand knappkantig absteppen. Da beginne ich jetzt nicht genau in dem Knick, sondern kurz darüber, nähe bis zum Gurt nach oben, lasse die Nadel im Stoff stecken und wende das und nähe dann bis auf die andere Seite. Dabei schließe ich die Wendeöffnung und wenn ich dann wieder am Anfang der Naht angelangt bin, nähe ich ein paar Stiche darüber hinaus und verriegel die Naht. Das war's. Die Tasche ist fertig. Wie gefällt dir mein neues Modell der Kissentasche?
Und falls du die anderen Modelle schon kennst und vielleicht auch genäht hast, dann würde mich auf jeden Fall interessieren, welches dein Lieblingsmodell ist. Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Daumen hoch drückst. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch vielleicht heute. Das Abo ist natürlich kostenlos und ich freue mich über die Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!